Das Geheimnis der Bibliothek. Sophie war 29 Jahre alt und liebte Bücher. Sie arbeitete in einer alten Bibliothek in einer kleinen Stadt. Diese Bibliothek war ein wunderschöner Ort voller Geheimnisse. Zwischen den Regalen mit den staubigen Büchern erzählten die Mauern leise Geschichten aus der Vergangenheit. Doch ein Buch war besonders. Es lag seit Jahrzehnten in einer verschlossenen Glasvitrine. Auf dem Einband stand der Schlüssel zu allem. Niemand wusste, was sich darin befand. Eines Abends, als Sophie allein in der Bibliothek war, fiel plötzlich der Strom aus. Die Lichter flackerten und die großen Fenster ließen nur das Licht des Mondes herein. Sophie hörte ein leises Geräusch, als ob etwas umgefallen wäre. Sie nahm eine Taschenlampe und folgte dem Klang. Dabei bemerkte sie, dass die Glastür der Vitrine leicht geöffnet war. Das war seltsam, denn diese Vitrine war immer verschlossen. Neben der Vitrine lag ein kleiner, goldener Schlüssel. Sophie hob den Schlüssel auf. Er war schwer und alt, mit komplizierten Mustern darauf. Sie zögerte kurz, aber ihre Neugier war größer als ihre Angst. Mit einem leisen Klicken öffnete sie die Vitrine und nahm das Buch heraus. Das Leder war kalt und rau, und als sie es öffnete, fiel ein Zettel heraus. Auf dem Zettel stand: Der Weg zur Wahrheit beginnt im Keller. Sophie wusste, dass der Keller der Bibliothek seit Jahren verschlossen war. Niemand ging dorthin, weil die alte Tür verrostet und der Raum angeblich leer war. Doch jetzt hatte sie den Schlüssel. Sie nahm eine Laterne, die in der Ecke stand, und machte sich auf den Weg zur Kellertür. Die Treppe knarrte unter ihren Schritten, und die Luft wurde kühl und feucht. Unten angekommen, fand sie die schwere Holztür des Kellers. Der goldene Schlüssel passte perfekt ins Schloss. Mit einem tiefen Knarren öffnete sich die Tür. Dahinter lag ein dunkler Raum voller alter Regale, Möbel und Kisten. Die Wände waren mit seltsamen Symbolen bemalt, und in der Mitte des Raumes stand eine große Truhe. Auf der Truhe war eine Inschrift eingraviert: Wer sucht, wird finden. Sophie öffnete die Truhe mit zitternden Händen. Darin lag ein weiteres Buch, aber dieses Buch war anders. Es leuchtete schwach in einem goldenen Licht und hatte silberne Seiten. Neben dem Buch lagen alte Karten und Zeichnungen. Auf der ersten Seite des Buches stand: Dieses Wissen ist das Erbe unserer Vorfahren. Es wurde hier versteckt, um es vor der Dunkelheit der Welt zu bewahren. Die Karten zeigten die Stadt in einer vergangenen Zeit. Sie enthüllten alte Tunnelsysteme, geheime Wege und verlorene Orte. Sophie erkannte, dass die Bibliothek nicht nur ein Ort für Bücher war, sondern ein verstecktes Archiv voller Geschichten und Geheimnisse. Die Zeichnungen erzählten von Menschen, die hier gearbeitet hatten, um die Weisheit der Welt zu bewahren. Doch dann entdeckte sie etwas Beunruhigendes. Eine der Karten zeigte einen Tunnel, der direkt unter die Bibliothek führte. Neben dem Tunnel war eine Warnung geschrieben: Betritt diesen Ort nur mit reinem Herzen. Sophie war entschlossen, mehr zu erfahren. Sie folgte der Karte zu einer Falltür im Boden des Kellers. Als sie öffnete, führte eine steile Leiter in die Tiefe. Sophie kletterte vorsichtig hinunter und fand sich in einem langen, dunklen Tunnel wieder. Ihre Laterne war die einzige Lichtquelle, und die Schatten an den Wänden bewegten sich mit ihr. Am Ende des Tunnels fand sie einen Raum, der wie eine unterirdische Kammer aussah. In der Mitte stand ein Podest, und darauf lag ein kleiner, mit Edelsteinen verzierter Kasten. Als Sophie ihn öffnete, fand sie einen weiteren Zettel. Das wahre Geheimnis liegt nicht im Wissen, sondern in seiner Weitergabe. Nutze dieses Erbe, um Licht in die Welt zu bringen. Neben dem Zettel lag ein kleiner, goldener Anhänger in Form eines Baumes. Sophie verstand nun: Die Bibliothek war nicht nur ein Ort zum Lesen, sondern ein Symbol für das Bewahren und Teilen von Wissen. Sie kehrte mit dem Buch, den Karten und dem Anhänger zurück und berichtete dem Bürgermeister von ihrer Entdeckung. Die Bibliothek wurde daraufhin restauriert und ein Museum eingerichtet, damit alle Menschen dieses Erbe sehen und verstehen konnten. Sophie war stolz darauf, dass sie den Mut hatte, das Geheimnis zu lüften. Die Stadt wurde berühmt, und die Bibliothek wurde zu einem Ort, der Menschen aus der ganzen Welt inspirierte.